Kuba hat ein Kerosinproblem. Flüge werden gestrichen, Airlines weichen aus. Russland setzt Verbindung aus. Ich fliege am 11. März mit Kubaner nach Eutin. Offiziell ist mein Flug nicht gestrichen, aber mein Rückflug am 28. März ist online aktuell nicht mehr auffindbar. In diesem Video schauen wir uns an, ja, wie ernst die Lage wirklich ist, was international gerade passiert und was das für Reisende bedeutet. Am 10. Februar wurde bekannt, Cubana de Aviación setzt ihre Direktverbindungen nach Eutin und Havanna vorerst aus. Grund: akuter Mangel an Treibstoff und Kerosin auf Kuba. Kuba plant eine Wiederaufnahme nach dem 8. März, aber mit dem Zusatz, sofern sich die Versorgungslage stabilisiert. Und genau, ja, dieser Satz ist entscheidend, denn das heißt, ja, es ist kein fester Termin, sondern lediglich eine Hoffnung. Das hier ist keine isolierte Airline-Krise, das ist eine landesweite Energiekrise mit internationalen Auswirkungen. Zum Bereich ja, aus oder Kanada. Air Canada, WestJet und Air Transat oder Transit haben Flüge nach Kuba ausgesetzt. Air Canada schickt sogar leere Maschinen zur Rückholung von Touristen. Russische Airlines wie Rosia und Nordwind stellen ihr reguläres Programm ein. Zunächst wird es Rückholflüge geben, danach Pause. Gleichzeitig rät Russland offiziell von touristischen Reisen nach Kuba ab. Und man darf nicht vergessen, Russland ist nach Kanada einer der wichtigsten Herkunftsmärkte für Kuba. Spanien, da haben wir Iberia, die fliegen weiter, bietet aber Umbuchungen an. Air Europa plant zusätzliche Tankstops in der Dominikanischen Republik. Bei Frankreich haben wir Air France, ja, die umgehen das Problem ebenfalls mit Zwischenlandung. Das heißt, ja, die internationalen Airlines reagieren sehr unterschiedlich, aber alle erkennen das Problem an. Das Auswärtige Amt rät aktuell von nicht notwendigen Reisen nach Kuba ab. In den letzten Videos bin ich verstärkt auf die Probleme eingegangen. Massiver Stromausfall, ja, Engpässe bei Diesel- und Benzineinschränkungen im öffentlichen Nahverkehr, Probleme bei ja, Geldautomaten, Versorgungsengpässe bei Wasser und Lebensmittel, teilweise eingeschränkter medizinischer Versorgung. Ja, die kubanische Regierung hat ja eine Vier-Tage-Woche eingeführt, Benzin rationiert und ja, den Bus- und Zugverkehr reduziert. Teilweise wurden Hotels geschlossen, Flugzeuge können auf der Insel größtenteils nicht mehr regulär betankt werden. Nach Einschätzung aus Kuba selbst könnte es mindestens einen Monat dauern, bis sich die Lage normalisiert. Ja, kommen wir mal zu meinem Flug. Also März von Frankfurt nach Eutin und ebenso dann wieder zurück. Da wäre dann der Rückflug am 28. Ja, Stand heute ist der Hinflug weiterhin online zu finden, aber der Rückflug am 28. März ist online nicht mehr buchbar. Offiziell wurde ich bisher nicht über eine Änderung informiert. Aber was bedeutet das? Ne? Also in der aktuellen Lage bedeutet nicht mehr buchbar zumindest eines: die Planung ist instabil. Zum jetzigen Zeitpunkt bleibt mir nichts anderes übrig, als abzuwarten. So, und wir können hier mal schauen bei Check24 zum Beispiel, aber da gehen auch andere ja, Suchmaschinen von Frankfurt nach Eutin. Und dann gucken wir mal, der Zeitraum, also wäre ja in meinem Fall der 11. März bis zum 28. März. Und wir suchen einfach mal, welche Flüge zu dem Zeitpunkt ja, verfügbar sind. So, wir sehen jetzt hier quasi American Airlines, aber nicht Cubana, trotzdem ich ja über Cubana genau in diesem Zeitraum gebucht habe. Wir können ja mal schauen, die Flüge gehen ja mittwochs und samstags, also dann mal am Mittwoch davor. Und auch da haben wir jetzt keinen Flug von Cubana gefunden, also allgemein gar nicht gefunden. Wenn ich aber sage 11. März ganz normal bis zum 1. April, also der Mittwoch danach,
dann finde ich wiederum den Flug. Das heißt für mich, der 11. ist existent, der Flieger soll planmäßig fliegen. Der 28. jedoch ist nicht mehr verfügbar. Also entweder ist voll, davon gehe ich nicht aus, oder er fällt aus und der Rückflug ist dann quasi am Mittwoch, am 1.4. So erstmal meine aktuelle Einschätzung. Ja, aber welche Rechte haben denn nun Reisende? Also vielleicht juristisch interessant. Pauschalreisende sind relativ gut geschützt. Wenn sich eine wesentliche Reiseleistung erheblich ändert, kann kostenfrei zurückgetreten werden. Der Veranstalter muss die Rückreise organisieren, Mehrkosten tragen, im Zweifel Unterbringung übernehmen. Individualreisende haben weniger Schutz. Hier gilt ja nur, wenn der Flug tatsächlich annulliert wird, besteht Anspruch auf Ersatzbeförderung oder ja, vollständige Erstattung. Ja, ich sag mal, Angst oder Unsicherheit alleine reichen nicht für eine kostenlose Stornierung. Das ist vielleicht nochmal der wichtige Unterschied. Ja, aber was heißt das jetzt? Ja, ich sage mal, die Lage ist ernst. Mehrere Airlines haben reagiert. Die Energieversorgung ist angespannt, die Infrastruktur ist belastet, aber nicht jeder Flug ist automatisch gestrichen. Nicht jede Reise fällt aus und ja, nicht jeder Tourist sitzt fest. Man muss allerdings differenzieren. Und jetzt kommt wahrscheinlich die wichtigste Frage: Würde ich aktuell eine Reise nach Kuba empfehlen? Meine ehrliche Antwort ist, ja, es kommt darauf an. Wer nur wenige Urlaubstage hat, wer auf einen fixen Rückflug angewiesen ist, wer keine Flexibilität bei der Arbeit hat oder wer eine sorgenfreie Reise erwartet, für den ist das aktuell keine entspannte Lage. Man muss sich klar machen, Stromausfälle gehören derzeit zum Alltag. Die Versorgung ist ja sehr eingeschränkt. Flugpläne sind sehr instabil und ja, das Auswärtige Amt rät von nicht notwendigen Reisen ab. Das heißt nicht, dass man auf keinen Fall reisen darf, aber es heißt, dass man wissen muss, worauf man sich einlässt. Kuba ist aktuell kein klassisches All-Inclusive-Urlaubsziel. Es ist eine Reise mit erhöhtem Risiko. Und jeder muss für sich entscheiden, wie viel Unsicherheit er akzeptieren möchte. Ja, Kuba befindet sich aktuell in einer massiven Energiekrise. Das hat direkte Auswirkungen auf den internationalen Flugverkehr. Mein Flug am 11. März ist Stand jetzt nicht annulliert, aber ja, die Unsicherheit ist da. Ich werde euch hier transparent auf dem Laufenden halten, was mit meinem Rückflug auch am 28. März passiert. Wenn ihr selbst betroffen seid, schreibt es gerne in die Kommentare. Habt ihr bereits Infos bekommen? Wenn euch solche Einordnungen helfen, abonniert meinen Kanal I Love Kuba. Ich berichte weiter. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, saludos, ciao.